Wir brauchen für unsere Werkstatt eine neue Kaffeeküche und ich zeige dir heute, wie wir das Ganze angehen. Als Tisch werden wir diese Arbeitsplatte verwenden. Die hat einem Künstler bei uns im Haus gehört. Er wollte sie wegschmeißen, wir konnten sie retten und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich sie herrichte. Als erstes überprüfe ich mit unserem Metalldetektor ganz kurz, ob irgendwo noch Schrauben und Nägel sind, entferne die und dann haben wir auch beim Planfräsen kein Problem und der Fräser geht nicht kaputt. Nachdem das Untergestell vom Tisch aus Stahl ist, lasse ich die Platte etwas auskragen, habe sie niedergespannt und somit kriege ich auch wirklich nur die Schrauben und Nägel, die im Holz sind. Danach drehe ich das Ganze einmal um und markiere mir den Rest und entferne alle metallischen Gegenstände. So, ich bin jetzt fertig mit dem Überprüfen. Es gibt zwei Stellen, wo Metall im Holz ist. Einmal hier diese Stelle, da sieht man eine alte Schraube, wo auch der Kopf schon ausgerissen ist. Die werde ich wahrscheinlich frei bohren und die andere Stelle ist hier drüben. Da sieht man schon, dass der Sensor direkt anschlägt und ja, nachdem ich nicht genau weiß, wo es ist, weil man auch stirnseitig und auf der anderen Seite nichts sieht, werde ich wahrscheinlich einfach mit einem günstigeren Fräser den Bereich nacharbeiten und ruiniere mir somit nicht meinen teuren Planfräser. Und voilà, Schraube ist draußen. Wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, dass der Tisch relativ uneben ist. Wir haben da eben Toleranzen von 2 bis 3 mm. Und die werde ich jetzt mit der CNC-Fräse abnehmen. Als erstes nehme ich jetzt den Bereich aus, wo der Metalldetektor angeschlagen hat. Ich kann mir nicht ganz erklären, warum er angeschlagen hat, weil ich auf beiden Seiten keinerlei Bohrungen und nichts sehe. Es ist auch mitten im Holz, also nicht nur an der Leimfuge, wo die zwei Platten verbunden worden sind, sondern eigentlich in dem ganzen Bereich hier. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, woher das kommt. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich drücke jetzt einfach mal die Daumen und hoffe, dass ich mir nicht den Fräser ruiniere. So, der erste Fräsdurchgang ist durch. Ja, ich weiß nicht genau, vielleicht war hier mal ein alter Nagel drin. Sieht so ein bisschen aus, als ob der Produzent von der Platte einfach alte Hölzer verwendet hat. Ja, ich werde jetzt einfach mal mit dem günstigeren Fräser weiterfahren. Der Schlichtungsfräser kostet dann doch 120 € und ich habe keinen Bock mehr, den zu ruinieren. Der erste Fräsdurchgang ist fertig, die Unterseite ist jetzt plan. Ich werde jetzt noch 4 Taschen einfräsen, um anschließend Multiplex-Streifen einzuleimen, damit der ganze Tisch ein bisschen mehr Stabilität bekommt. So, kurzer Nachtrag, ich habe den Übeltäter gefunden, den ich am Anfang nicht finden konnte. Es war eine Schraube, und zwar diese hier. Die steckte an der Stelle, ich flippe mal kurz die Kamera, die steckte hier an dieser Stelle diagonal drin. Ich kann mir nur vorstellen, dass die einfach mit eingepresst worden ist vom Hersteller, weil er das Material nicht überprüft hat. So, die Platte ist jetzt fertig, gefräst von der Unterseite. Die Bahnen sind jetzt drin, da baue ich jetzt die Verstärkung mit ein. Hier sieht man noch einmal die falsch gefräste Bahn, die entstanden ist, als sich der Fräser einmal an der Schraube hier gefangen hat. Das Loch von der Schraube ist jetzt ein bisschen unschön, aber das sieht man danach eh nicht mehr. Was ich euch noch zeigen wollte, ist, ich hatte nach dem Zuschnitt der Unterkonstruktion ein bisschen Zeit zu recherchieren, woher das Holz wahrscheinlich kommt. Es ist von einem bekannten Möbelhaus und es ist diesmal nicht der Schwede. Ich weiß nicht mal, ob der Schwede noch mit Vollholz arbeitet, aber
hier sieht man eben die Qualität des Holzes, wenn man mal unter die Fassade blickt. Ich finde es fast schon schockierend, weil da wirklich ein großes Stück fehlt. Der Tisch kostet neu mit Füßen irgendwas um die 350 €. Und ja, bei dem Preis braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwo aus Übersee eine Qualität bekommt, die ja nicht die allerbeste ist. Ich bin froh, dass wir die Platte nicht gekauft haben, sondern ja, mehr oder weniger Upcycling. Nachdem mich mein Kollege darauf hingewiesen hat, ganz lieb und nett, dass wir keinen Tisch brauchen, der 86 cm tief ist, haben wir den nochmal mit einem Trennschnitt in der Mitte auseinandergenommen und dann wieder zusammengefischelt. So, nächster Tag. Ich werde mal die Zwingen entfernen und dann anschließend die vorgefertigte Unterkonstruktion einleimen und verschrauben. Hier sieht man jetzt noch mal ganz kurz den Mittelteil, den wir entfernt haben. Wir haben uns auch für den Bereich entschieden, der am meisten Einschlüsse hatte und ja, von der Qualität am schlechtesten war. Das Einzige, was jetzt ist, dass eine Querstrebe nicht mehr in der Mitte liegt. Der Tisch sollte aber trotzdem durch die Querstreben genug Stabilität bekommen. Und ich bin froh, dass der Felix mich darauf hingewiesen hat, dass der Tisch in der Tiefe für einen Kaffeetisch doch ein bisschen groß ist. Ja, habe ich beim Arbeiten nicht bedacht. War ein bisschen zu wütig und zu scharf aufs Fräsen und aufs Bauen. Super, dass das Stück halt jetzt raus ist. Daraus können wir dann vielleicht noch Regalbretter bauen. So, das Einschlagen von der zweiten Seite versuche ich euch mal zu zeigen. Gucken, wie gut das klappt mit dem einhändigen Film, aber es sitzt schon relativ gut. Das heißt, es sollte eigentlich ganz gut klappen. Oscar kriege ich wahrscheinlich nicht fürs einhändige Filmen, aber ich finde, man sieht schon, dass das wirklich gut drin sitzt. Die Unterseite ist jetzt fertig, jetzt geht es an die Oberseite und ich glaube, unter dem ganzen Lack und Dreck verbirgt sich ein kleines Schätzchen.
Die Wand der Kaffeeküche muss noch gestrichen werden, die Regalbretter dafür muss ich noch zuschneiden und eine Unterkonstruktion bauen und das Ganze seht ihr dann in Teil 2. Bleibt dran. Ciao.